Hey liebe Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal mit euch über ein Thema sprechen möchte, das ich in der letzten Zeit sehr häufig aus meiner Community, also von euch, gehört habe. Und zwar die Frage: Ist es zu spät für mich, mit 40 Jahren nochmal mit dem DJing anzufangen? Lass mich dir vorab sagen, dass es nie zu spät ist, deine Träume zu verfolgen. Dazu aber jetzt mehr in diesem Video. Viel Spaß! Yes, liebe Freunde, DJ werden mit 40. Ist es zu spät für mich, nochmal mit dem DJing anzufangen? Ganz ehrlich, der perfekte Zeitpunkt, um mit dem DJing zu starten, ist genau jetzt. Denn egal, ob du 40, 50 oder sogar 60 bist, wenn du das DJing lernen möchtest, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Ich weiß, dass viele Leute denken, dass DJing eine Jugendkultur ist. Hey, aber das stimmt nicht. DJing ist für jeden offen. Egal wie alt man ist oder auch welches Geschlecht man hat. Es ist eine Kunstform, die du lernen und vor allem auch für dich selber perfektionieren kannst, wann immer du das machen willst. Und einer der wohl größten Vorteile, wenn man auch erst später im Alter mit dem DJing beginnt, ist, dass man bereits ein gewisses Lebenswissen hat oder eine sogenannte Lebenserfahrung. Du hast vielleicht bereits schon Erfahrung gesammelt und Beziehungen aufgebaut, die dir helfen werden, als DJ erfolgreich zu sein. Außerdem hast du wahrscheinlich bereits einen stabileren, finanzielleren Hintergrund, also im Vergleich zu deinem jüngeren Ich damals, sodass du in deine Ausrüstung und vor allem auch in deine Ausbildung investieren kannst, ohne dass es dich überfordert. Ein weiterer Vorteil ist, dass du bereits ein Gefühl dafür hast, welche Musik du magst und welche nicht. Du weißt, welche Musikrichtungen zu dir passen und kannst dich vor allem auf sie spezialisieren. Dies kann dir helfen, dich von anderen DJs abzuheben und deine eigene Nische zu finden und deine eigene Marke zu kreieren. Vermutlich bist du auch schon viel stressresistenter als früher. Denn als DJ musst du unter Druck arbeiten können, vor allem wenn du vor einem Publikum spielst. Aber wenn du bereits einige andere stressige Jobs oder auch Verantwortungen hattest, dann wirst du wissen, wie man damit umgeht und wie man sie meistert. Aber wie startest du jetzt am besten? Also, zuallererst solltest du vielleicht mal deine Technik auswählen. Schau dir dazu auch gerne ein paar Reviews hier auf meinem Kanal an. Ich habe schon einige Videos zum Thema DJ-Technik gemacht. Und ja, die DJ-Technik hat sich in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt und tut es aktuell immer noch. Und es ist einfacher und zugänglicher als früher geworden. Du findest auch viele Tutorials hier auf meinem Kanal, die dir helfen, dich in diese Technik einzuarbeiten. Und wenn du einmal komplett einsteigen willst, dann empfehle ich dir entweder natürlich meinen kostenlosen DJ-Anfängerkurs, wenn du noch komplett am Anfang stehst, den verlinke ich dir mal unter dieses Video mit runter, oder meinen DJ-Kurs für Fortgeschrittene. Wenn du schon einige Erfahrungen als DJ sammeln konntest, dann ist dieser Kurs das Richtige, um wirklich fokussiert auf alles angelernt zu werden, was für dich im DJing wichtig ist. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass es niemals zu spät ist, mit dem DJing anzufangen. Egal wie alt du bist. Du kannst immer noch deine Träume verfolgen und auch ein erfolgreicher DJ werden. Wenn du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, gibt es immer eine Community von DJs, die bereit ist zu helfen. Also worauf wartest du? Fang doch am besten gleich an. In diesem Sinne, bleibt groovy und ich hoffe, dass ich euch motivieren konnte, eure Träume zu verfolgen und mit dem DJing anzufangen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Der Mike.